Hallo zusammen und willkommen zurück auf meinem Kanal Deployen. In diesem Video zeige ich euch Schritt für Schritt, wie ihr Image auf einem Ugreen NAS installiert. Unser Ziel heute ist klar. Wir bauen uns eine private lokale Lösung, die nicht nur ohne monatliche Abokosten auskommt, sondern auch eure Datenhoheit garantiert. Aber wir installieren hier nicht einfach nur eine Software. Ein wichtiger Punkt, den wir heute behandeln, ist die Datensicherheit. Ein NAS mit RAID ist noch kein Backup. Deshalb zeige ich euch am Ende eine mögliche Backup-Strategie, damit eure wertvollen Erinnerungen auch bei einem Hardwareausfall oder einem Datenbankfehler sicher sind. Der Ablauf ist wie folgt. Wir starten mit der Vorbereitung in UGOS, installieren Image via Docker, dann schauen wir uns an, wie man externe Bibliotheken einbinden kann und kümmern uns am Ende um das Backup. Falls ihr übrigens kein Ugreen NAS habt, könnt ihr ein sehr ähnliches Vorgehen auch auf anderen Geräten nutzen, wo ihr Docker installieren könnt. Der erste Schritt ist die Vorbereitung der Dateistruktur. Dazu besuche ich erstmal mein Ugreen NAS. Wie man sein Ugreen NAS einrichtet, habe ich bereits in einem meiner anderen Videos gezeigt. Ich bin jetzt hier auf meinem Ugreen NAS angemeldet. Das erste, was ich mache, ist, ich gehe in mein Docker-Verzeichnis, also hier zu Docker, und ich erstelle mir hier jetzt einen neuen Ordner und den nenne ich Image. Und in diesem Image-Ordner erstelle ich weitere zwei Unterordner, und zwar einmal den Ordner Data und einmal den Ordner DB. Das sind die zwei Ordner, die ich brauche. In dem Data-Ordner werden am Ende meine Bilder gespeichert. Also falls ihr nicht genügend Speicherplatz in eurem Docker-Ordner habt, ihr könnt den Data-Ordner auch in einem anderen freigegebenen Ordner auf einem anderen Volume haben. Bei mir lasse ich das jetzt aber alles hier bei Image. Was wir jetzt hier als nächstes machen, ist Docker aufzurufen und ein neues Projekt zu erstellen. Ich erstelle jetzt hier in Docker ein neues Projekt. Und das Projekt soll den Namen Image haben und der Speicherort soll der Ordner hier Docker und der Image-Ordner sein, den ich neu angelegt habe. Und jetzt kann ich hier die YAML-Datei ausfüllen. Was ich dazu mache ist, ich gehe zu deployen.de und gehe hier zum Blog und besuche den Blog zum Image. Also hier Blog Setup Image. Und hier habe ich an dieser Stelle einen Generator erstellt für die YAML-Datei. Das heißt, was ihr angeben müsst, ist, wo befindet sich die Datenbank. Und bei mir befindet sich die Datenbank unter /db und der Fotospeicherpfad befindet sich unter /data. Also das heißt, der ist im Ordner db bzw. im Ordner data im Image-Ordner. Ich könnte auch den kompletten Datenpfad angeben. Das ist auch manchmal nötig. Den kompletten Datenpfad finde ich, wenn ich hier Rechtsklick drauf drücke unter den Eigenschaften, sehe ich hier, der Pfad ist /volume1 /docker /image /db. Also ich kann auch diesen Pfad hier kopieren und ihn hier einfügen. Und hier kann ich das gleiche machen mit dem Data-Ordner. Dann kann ich mir hier auswählen, auf welchem Port ich Image erreichen möchte. Also das ist nicht der Port im Container, sondern der freigegeben wird nach außen. Ich kann hier 2283 standardmäßig lassen. Ich könnte hier aber auch eine andere Zahl eintragen, wie zum Beispiel 2222. Hier kann ich auch eine Zeitzone eintragen und in meinem Fall ist es Europe Berlin, weil ich mich in Deutschland befinde. Dann kann ich hier noch Versionsdaten angeben und ein Datenbankpasswort. Ich muss das Datenbankpasswort ändern, damit hier unten die YAML-Datei auch wirklich erscheint. Und hier kann ich auch Versionseinstellungen vornehmen. Bei den Versionseinstellungen ist es so, einmal suche ich nach Wallkey und zwar nicht nur nach Wallkey, sondern nach Wallkey und dem Docker Hub. Hier sehe ich das Image von Wallkey, das ist der Cache, und Wallkey ist momentan in der Version 9 verfügbar. Also hier sehe ich alle Tags, die zur Verfügung stehen und es gibt sehr viele davon. Und hier sehe ich halt die Zusammenfassung, 9 ist gerade die neueste Version und ich möchte auch 9 benutzen. Also trage ich hier eine 9 ein. Bei der PostgreSQL-Version und der Image-Version ist es ein bisschen anders. Dazu gehe ich wirklich auch zu Image in GitHub
Und hier schauen wir uns einmal kurz das Repository an. Also ich sehe hier image-app/image als Repository und ich sehe hier den ganzen Quellcode. Was ich auf der rechten Seite sehe, sind die Releases, die sind interessant, und die Packages. Also die Packages sind die Images, die ich mir herunterladen möchte. Also hier sehe ich den Image-Server. Und beim Image-Server stehen mir verschiedene Tags zur Verfügung. Also ich sehe hier den Tag Commit und dann irgendein bestimmter Commit. Ich sehe hier bestimmte Tags für Pull Requests. Ich sehe hier Main, das ist der Hauptversionsstrang. Und ich sehe hier All Tagged Versions. Wenn ich hier reingehe, sehe ich noch viel mehr Versionen. Und hier sehe ich zum Beispiel die letzte Version V2 und die Version V2.5.6. Die kann ich mir hier aussuchen. Ich könnte natürlich auch 2.5.5 nehmen und so weiter. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann schreibt ihr wirklich in die YAML-Datei 2.5.6, weil dann werdet ihr diese Version benutzen. V2 wird, wenn ihr dieses Video guckt, an einer anderen Stelle sein, als es zum jetzigen Zeitpunkt ist, vermutlich. Und diese Pull-Requests, die solltet ihr vielleicht nicht herunterladen. Also das Ganze funktioniert nämlich so, falls ihr keine Erfahrung mit GitHub habt. Normalerweise ist es so, ihr habt hier eine App und diese App könnt ihr forken. Also wenn ihr hier auf Fork drückt, erstellt ihr eure eigene Version von Image, also einen Klon quasi. Und dann verändert ihr etwas in diesem Klon, um etwas zu verbessern oder einen Fehler zu beheben. Und danach, damit das Ganze wieder zurückkommt, erstellt ihr einen Pull-Request. Also hier unter Pull-Request seht ihr verschiedene andere Versionen oder verschiedene andere Branches, die versucht werden, zurück zu der Hauptversion von Image inkludiert zu werden. Also hier hat zum Beispiel jemand die Übersetzungen übersetzt. Dann kann man sich das hier angucken und sich angucken, was sich geändert hat. Hier wurde, glaube ich, Litauisch geändert und die Übersetzungen sind anders und diese Person bittet jetzt darum, das Ganze in den Code reinzupushen. Beziehungsweise hier ist es nicht mal eine Person, sondern Weblate. Hier seht ihr auch schwerwiegendere Änderungen, zum Beispiel hier Use FD for Library Crawling und hier schreibt einer, warum er das Ganze ändert und dann möchte er, dass das Ganze in die Hauptversion reingesetzt wird. Damit es in die Hauptversion reinkommt, müssen auch mehrere Leute hier zustimmen und ein paar bestimmte Checks müssen erfüllt werden. Das ist ein gutes System, damit die App auch wirklich stabil bleibt. Hier bei den Issues seht ihr auch Probleme, die auftreten oder die bei den Leuten aufgetreten sind. Wenn ihr auch einen Fehler habt mit der App, könnt ihr hier reinschreiben, was euer Problem ist, aber beschreibt euer Problem auch wirklich richtig. Also schreibt nicht, ich brauche Hilfe, sondern schreibt, was funktioniert tatsächlich nicht, welche Versionen benutzt ihr und was ist der genaue Fehler, den ihr habt. Hier sieht man, jemand sagt, Fujifilm, RAF-Daten lassen sich nicht uploaden. Wenn so ein Pull-Request hier reinkommt, dann wird auch ein Image erstellt mit diesem Pull-Request, damit die Leute das auch testen können, ob das wirklich immer noch alles funktioniert und so funktioniert, wie die Leute das hier beschreiben. Und dann seht ihr hier unter den Releases die verschiedenen Releases von Image. Wenn eine neue Version rauskommt, dann seht ihr hier in den Releases eine neue Version mit dem Changelog. Also was hat sich alles geändert. Und wo ihr besonders darauf aufpassen müsst, ist, wenn sich hier die mittlere Zahl ändert oder die erste Zahl. Also wenn sich die erste Zahl ändert, müsst ihr definitiv darauf achten, was hat sich wirklich geändert und müsst ihr irgendwas an eurer YAML-Datei anpassen. Aber auch wenn sich die in der Mitte ändert, könnte irgendwas passiert sein. Also hier bei 2.5.0 sehen wir die Highlights der Version. Da gab es eine neue Funktion für Free Up Space, Non-Destructive Editing und so weiter. Hier wird auch dann beschrieben, wie sich das Ganze ausgewirkt hat. Wenn sich die letzte Zahl ändert, heißt es, es gab einen Bugfix. Ich gehe jetzt wieder hier in den Image-Server und ich muss jetzt an dieser Stelle entscheiden, nehme ich V2 oder nehme ich V2.5.6. Ich glaube, in diesem Fall wäre es okay, V2 zu nehmen.
Ich möchte jetzt aber einfach mal zeigen, auch wie ein Update funktioniert. Das heißt, ich nehme tatsächlich die Version v2.5.5. Das heißt, ich gehe hier hin und gebe hier ein v2.5.5. Und wenn ihr das Ganze macht, könnt ihr hier auch v2 ohne den ganzen Rest eingeben. Dann solltet ihr die neueste Version bekommen. Und dann brauche ich hier noch eine Postgres-Version. Und die Postgres-Version wird auch von Image bereitgestellt. Das heißt, ich gehe hier zu Image App und hier sehe ich alle Packages, die von dieser Organisation hier gepusht werden. Und ich sehe hier Image Machine Learning, Image Server und ich sehe hier Postgres als drittes. Ich gucke mir mal Postgres an und hier sehe ich die verschiedenen Tags, die mir zur Verfügung stehen bei Postgres. Und bei Postgres müsst ihr auch eine bestimmte Version angeben. Und bei Postgres dürft ihr nicht einfach so ohne weiteres updaten. Weil hier die erste Zahl, die angegeben ist, ist die eigentliche Postgres-Version. Hier wird Postgres Version 14 benutzt. Ihr könnt aber nicht einfach Version 14 benutzen und dann ein Update durchführen auf Version 17, ohne eine Migration durchzuführen. Sonst funktioniert eure Datenbank am Ende nicht. Hier müsst ihr darauf achten, dass ihr eine feste Version habt. Und hier ist es nicht nur Postgres, sondern auch noch Vector Code und PG Vector. Hier kann man sich auswählen, wie viel man wirklich festhält. Also entweder nur die erste Version und die Vector Code Version oder die Vector Code Version und die PG Vector Version oder auch noch PG Vector und auch noch PG Vectors. Ich gehe mal hier nochmal zu Image App, zu der Image Repository. Hier gibt es unter Image Docker die Docker-Compose und hier sehen wir die empfohlene Datenbank, die hier in der Docker Compose benutzt wird, ist Postgres Version 14, Vector Code 043, PG Vectors 0.2.0. Ich möchte jetzt an dieser Stelle aber einfach eine neuere Version ausprobieren und deshalb gehe ich jetzt hier hin und nehme mir die Version 18 mit Vector Code 0.5.3 und PG Vector 0.8.1. Das hier kopiere ich mir und füge das Ganze hier ein. Und jetzt habe ich hier eine Konfiguration. Und diese Konfiguration kopiere ich mir und ich füge sie hier bei meinem ugreen-nas hier in die Konfiguration ein. Jetzt gucke ich mir das nochmal genau an. Ich habe hier ein Netzwerk, das definiert wird. Und es handelt sich um ein internes Netzwerk. Ich habe hier ein Volume, das definiert wird, und zwar das Volume Model Cache. Und dann habe ich die Services. Ich habe einmal Redis, der gar kein Redis ist, sondern Walkie. Und dann habe ich eine Datenbank, und zwar die Datenbank, die ich hier angegeben habe. An dieser Stelle ist wichtig, wenn ihr Version 18 benutzt, dürft ihr hier kein Data haben am Ende im Volume, sondern nur PostgreSQL, weil seit Version 18 hat Postgres die Datenstruktur ein bisschen geändert. Dann habe ich hier den Image Service, und zwar in der Version 2.5.5, und hier sehe ich auch die Ports, die festgelegt wurden. Dann habe ich meine ganzen anderen Daten. Dann habe ich meinen Image Machine Learning Container, der auch in der Version 2.5.5 vorliegt. Und das war es auch schon. Wenn ich jetzt auch noch Hardware-Beschleunigung haben möchte, dann kann ich die auch noch hinzufügen. Und zwar hier in der offiziellen Docker-Compose YAML seht ihr hier, wie ihr Hardware-Beschleunigung aktivieren könnt. Also hier brauche ich dann die hvsl.ml.yaml und die hvexcel.transcoding.yaml und kann mir dann auswählen CPU, ARM, NN, CUDA, ROCm, OpenVINO, OpenVINO WSL und so weiter. Das Ganze ist auch hier in der Dokumentation beschrieben. Also hier seht ihr die Hardware-Beschleunigung. Sagen wir mal, ich möchte OpenVINO benutzen. Was ich dafür jetzt auch noch brauche, ist hier dieses Extends und File hvexcel.ml.yaml. Also kopiere ich mir hier diese 3 Zeilen und füge das Ganze jetzt bei Machine Learning ein. Also hier packe ich das einfach irgendwo nochmal mit drunter
und gebe hier ein Extends. Das kann alles hier weg. Dann kommt File. Hier ist noch Service. Und wichtig ist, dass hier Extends auf der gleichen Ebene steht wie Image und File und Services 2 Leerzeichen weiter rechts. Aber ihr könnt es hier auch auslassen und das funktioniert auch ohne Hardwarebeschleunigung. Jetzt gebe ich hier mal ein OpenVINO, weil ich einfach nur testen möchte, ob das funktionieren würde. Und jetzt lösche ich hier den Kommentar auch noch raus. Was ich auch noch mache, ist das gleiche hier oben bei Hardware Transcoding. Ich kopiere mir den Code, gehe zum Image Server, der befindet sich hier bei mir, füge das Ganze hier ein, also gebe ich hier auch an Extends, File und Service. Und der Service, an dieser Stelle benutze ich QuickSync. Und ihr solltet das alles nicht benutzen, wenn ihr keine Intel-CPU habt. So, was ich jetzt auch noch machen muss, wenn ich das aktiviere, sind hier diese Dateien hier runterzuladen. Also ich habe hier einmal die hwexcel.ml.yaml, die brauche ich, also lade ich sie runter. Und die hwexcel.transcoding.yaml, die lade ich auch runter. Und nachdem ich sie heruntergeladen habe, packe ich sie hier in diesen Ordner rein. Ja, vielleicht klappt es auch nicht. So, ich musste sie erstmal herunterladen und kann sie jetzt hier reinziehen. So, jetzt liegen hier diese beiden Dateien neben db und data und jetzt war es das auch. Das heißt, ich habe, glaube ich, alles gemacht, was ich machen muss zur Vorbereitung und jetzt drücke ich hier auf Bereitstellen, um den Container bereitzustellen, beziehungsweise das gesamte Projekt. Jetzt werden mir hier die Images heruntergeladen. Und das kann ein bisschen dauern. In der Zeit, in der ihr die Images herunterladet, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Jetzt nach knapp 2 Minuten ist das Ganze heruntergeladen und hier steht, die Container wurden erstellt. Das Problem ist jetzt, mein Projekt hat einen Fehler. Ich öffne das Projekt und ich sehe hier, meine ImageDB wird neu gestartet. Und wenn ich da drauf drücke, passiert gar nichts. Und dieses Problem habe ich irgendwie bei Ugreen regelmäßig und ich weiß ehrlich gesagt nicht, woran es liegt. Um das Problem zu beheben, drücke ich hier einmal auf Beenden und schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr auch dieses Problem habt und ob ihr eine Lösung für dieses Problem gefunden habt. Eine Lösung, die besser funktioniert als meine. Jetzt nehme ich hier diesen DB-Ordner und lösche ihn. Hätte ich ihn gar nicht erst erstellt, hätte das Projekt nicht gestartet. Jetzt aber, da das Projekt gestartet ist, kann ich den Ordner auch löschen und das Projekt noch einmal neu starten. Jetzt wird es neu gestartet und diesmal hat die Datenbank keinen Fehler. Und es liegt daran, dass jetzt die Datenbank neu erstellt wurde mit anderen Berechtigungen. So, jetzt wird mein NAS ganz laut. Die Datenbank funktioniert, also ich kann jetzt hier in den Container Datenbank sehen und sehe ich hier unter Protokoll das Protokoll der Datenbank. Also hier steht bei mir zum Beispiel Database System is ready to accept connections. Und dieser Satz hier ist wichtig. Dann sehe ich hier einen Fehler. Relation System Metadata does not exist at Character 21. Ich weiß nicht, wie schwerwiegend dieser Fehler ist. Ich gucke mal, ob das trotzdem weiterläuft. Aber wichtig ist, dass diese Zeile hier auftaucht. Und jetzt gucke ich mir mal den Image-Container an. Da gehe ich ins Protokoll. Und da sehe ich, verschiedene Dinge werden hier ausgeführt. Und hier sehe ich am Ende Image Microservice is running. Und jetzt scheint alles okay zu sein. Ich sehe hier in meinem Projekt im Übrigen auch in der Ressourcenüberwachung, wie viel Arbeitsspeicher das Ganze wegnimmt und wie viel CPU-Auslastung ich habe. Und jetzt ist es Zeit, Image zu besuchen. Das heißt, ich gehe zu der IP-Adresse meines NAS und zu dem Port, den ich vorher festgelegt habe. Also in meinem Fall 2222, standardmäßig ist 2283. Und hier fehlt bei mir eine 1. Jetzt rufe ich das auf und ich sehe hier Willkommen bei Image. Und jetzt kann ich hier erste Schritte machen. Das heißt, ich kann jetzt hier einen Benutzer anlegen. Das mache ich mal schnell. Und jetzt drücke ich hier auf Registrieren. Und jetzt kann ich mich hier anmelden. Und ich drücke auf Anmelden.
und ich sehe hier Willkommen deployen und jetzt kann ich hier aussuchen, möchte ich ein dunkles Theme oder ein helles Theme. Ich wähle mal hier dunkel aus, dann kann ich hier die Sprache auswählen. Also es gibt German, aber es gibt auch noch andere Sprachen. Dann kann ich hier auswählen, ob ich die Karte eingeblendet haben möchte und ob ich eine Versionsprüfung haben möchte. Dann gehe ich mal auf Weiter. Dann kann ich hier auswählen, ob Google Cast funktionieren soll oder nicht. Dann gehe ich zu der Speichervorlage und die Speichervorlage aktiviere ich nicht. Hier sehe ich auch nochmal einen Warnhinweis, dass ich die 321 Backup-Regeln befolgen sollte. Auf meinem Kanal findet ihr ein einzelnes Video zu 321 Backups mit Duplicati. Ansonsten findet ihr auch in meinem alten Image-Video, wie man Image mit Duplicati sichert. Jetzt kann ich mir hier die mobile App herunterladen. Also hier sehe ich zum Beispiel die App Stores und kann mir die App herunterladen. Und es ist wichtig, die zu benutzen, weil wenn ihr dann die App habt, könnt ihr dafür sorgen, dass all eure Bilder vom Handy aus hier gesichert werden in eurer Image-Instanz. Ich drücke mal jetzt hier auf Fertig und das war's. Und ich bin jetzt hier in der Benutzeroberfläche und kann jetzt hier meine Bilder sichern. Ich sehe hier auch mein Benutzerkonto und sehe hier die Kontoeinstellungen. In den Kontoeinstellungen habe ich Einstellungen, die mein Konto betreffen. Also zum Beispiel kann ich hier einen API-Schlüssel festlegen oder hier Partner-Sharing einrichten. Was ich aber auch machen kann, ist die Verwaltung. Das sind die Server-Einstellungen, also Authentifizierungseinstellungen. Ich kann hier die Datenbanksicherung hier ein- und ausschalten. Ich kann hier Bildeinstellungen auswählen, Aufgabeneinstellungen. Ich kann hier externe Bibliotheken hinzufügen. Hier sehe ich auch Einstellungen für maschinelles Lernen und habe hier verschiedene Einstellmöglichkeiten. Falls ich einen Reverse Proxy nutze mit einer externen Domain, kann ich die hier natürlich auch eintragen. Ich habe hier auch die Einstellungen für die Video Transcoding. Hier sehe ich auch die Hardwarebeschleunigung und hier kann ich QuickSync auswählen oder es zumindest versuchen. Ich drücke mal hier auf Speichern und das war es irgendwie auch schon. Ob das jetzt wirklich funktioniert, weiß ich tatsächlich nicht. Was ich jetzt mache, ist hier zurückzugehen zu der Hauptseite und ich habe den Ordner aus meinem alten Video noch und das heißt auch hier nehme ich einfach alle Bilder, die ich damals benutzt habe, standardmäßig und füge sie hier bei Image ein. Das heißt, ich habe da 60 Bilder und ein paar Videos und die werden jetzt hier alle hochgeladen. Und ich sehe hier auch, wenn ich zu meinem Ugreen-NAS gehe, dass die CPU-Auslastung hochgeht und auch der RAM-Anteil steigt etwas. Also ich habe jetzt 1 Gigabyte hochgeladen und es ging ziemlich schnell und auch die Bilder erscheinen hier auch relativ schnell. Und wenn ich jetzt hier raufgehe, dann sehe ich in den Informationen, wo das Bild aufgenommen wurde, mit was für einem Handy das aufgenommen wurde, wie groß das Bild ist und natürlich auch, wann es aufgenommen wurde. Deshalb kann ich das Ganze auch mir auf einer Karte angucken. Hier sehe ich, es werden immer noch Bilder nachgeladen. Jetzt nehme ich ein Bild, was ich bereits schon hochgeladen habe und lade es einfach nochmal hoch. Und jetzt sehe ich hier unten, es handelt sich um ein Duplikat. Das heißt also, ihr müsst keine Sorge haben, doppelte Bilder da hochzuladen, die werden automatisch aussortiert. So, jetzt nachdem die Bilder geladen sind, gehe ich nochmal auf die Verwaltung und sehe hier die Auftragswarteschlange und hier kann ich sehen, ob noch irgendwas erstellt wird. Hier sehe ich, momentan läuft die Gesichtserfassung und bei 26 Bildern, die sind noch in der Warteschlange. Und dann gibt es hier auch noch die Gesichtserkennung und da warten noch 38 Bilder darauf, dass die Gesichter erkannt werden. Hier läuft gerade OCR auch noch auf den Bildern, da fehlen auch noch 37 Bilder. Also in der Auftragswarteschlange könnt ihr euch angucken, wie viel noch fehlt, bis ihr wirklich fertig seid. Hier steigt auch die Zahl, weil immer mehr Bilder da reingezogen werden für die Gesichtserkennung. Das heißt, erstmal muss überhaupt geschaut werden, liegt überhaupt ein Gesicht vor.
Ihr seht hier auch bei der Gesichtserfassung, bei den Videos, wird nur das Gesicht aus der Miniaturansicht verwendet. Also ich habe jetzt hier auch irgendwo ein Video, zum Beispiel hier ein Video von einer Katze oder hier ein Video von einem Reh und hier ein Video von 2 Personen und da wird auch das Gesicht aus der Miniaturansicht für das maschinelle Lernen hier benutzt, um die Leute zu gruppieren. Jetzt kann das Ganze hier noch ein bisschen dauern und der Server ist ziemlich stark ausgelastet. Hier im Protokoll sehe ich auch den Log der Container nochmal. Hier sehe ich, dass neue Personen erstellt werden für bestimmte Gesichter. Und hier sehe ich, dass die Anzahl der Gesichter bestimmt wird in bestimmten Bildern. Und ich sehe jetzt hier auf meinem Server unter Data erstens meine Backups, da ist nichts. Und zweitens sehe ich hier mein Upload und hier im Upload sehe ich meine Bilder. Das heißt, wenn ich das jetzt hier öffne, dann sehe ich hier ein Bild und ich sehe hier auch die Thumbnails unter Thumbs. Hier sehe ich die encoded Videos, die ich habe. Aber wichtig ist halt am Ende, dass der Upload-Ordner gesichert wird. Ich kann aber auch hier diesen gesamten Data-Ordner sichern, wenn ich das möchte. So, jetzt scheint es hier fertig zu sein. Unter Erkunden sehe ich hier die verschiedenen Personen, die in meinen Bildern auftauchen. Also ich kann jetzt hier zu der Person gehen und dann sehe ich diese Person in verschiedenen Bildern. Was ich auch machen kann, ist zu den Fotos zu gehen und nach Wörtern zu suchen. Also ich suche jetzt nach Essen und dann sehe ich hier die Bilder, die am besten dazu passen. Also ich weiß jetzt nicht, was das mit Essen zu tun hat, weil das wurde in der Ukraine aufgenommen und das hier hat auch nichts mit Essen zu tun, aber die haben was mit Essen zu tun und die auch. Und je weiter runter man scrollt, umso weniger haben die Sachen mit Essen zu tun. Oder hier sehe ich zum Beispiel im Basketball. Also wenn ich nach Basketball suche, dann sehe ich auch diese Person hier mit dem Basketball. Die taucht dann ganz vorne auf. Oder wenn ich nach einer Katze suche, dann sehe ich hier als erstes das Video der Katze. Wer sich an mein letztes Video erinnert, der weiß, dass ich eigentlich noch mehr Katzenbilder hatte. Aber die wollte ich hier nicht einfach reinladen, sondern wir tun so, als hätte ich die Bilder woanders. Also zum Beispiel könnte es sein, dass ich die Bilder in Nextcloud gespeichert habe und dann habe ich in Nextcloud den Ordner Moments. Also ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wie der genaue Pfad ist, aber ich denke jetzt hier, ich habe den Ordner Moments, hier habe ich den Ordner EMG für Images und hier in den Ordner Images lade ich jetzt einfach mal ein paar Bilder rein. Also hier schiebe ich ein paar Bilder rein, bestätige das Ganze und jetzt werden 19 Dateien hier reingeladen. Ich sehe aber nur eine Datei. Jetzt sehe ich noch mehr Dateien. Okay, anscheinend sind es nur 18. Jetzt habe ich hier meine Bilder woanders. Und ich möchte jetzt nicht die Bilder nehmen und sie zu Image verschieben, weil dann hätte ich die Bilder doppelt. Beziehungsweise dann hätte ich sie vielleicht nicht in der anderen App, wo ich sie auch gerne nutzen möchte. Sondern ich möchte sie auch einfach in Image mir anzeigen lassen. Und was ich dafür nutzen kann, sind die externen Bibliotheken. Also wenn ich hier auf Verwaltung gehe, dann sehe ich hier externe Bibliotheken und kann eine externe Bibliothek hinzufügen. Und ich kann sagen, wer ist der Besitzer der externen Bibliothek? Ich sage jetzt in meinem Fall, das bin ich selbst. Und ich kann hier einen Ordner hinzufügen. Jetzt brauche ich einen Pfad zum Ordner. Das Problem hier ist natürlich, ich gebe jetzt hier den Ordner an, der sich in meinem Docker-Container befindet. Aber in meinem Docker-Container befinden sich nicht die Bilder, die hier unter EMG liegen. Das heißt, was ich jetzt an dieser Stelle machen muss, ist mein Projekt nochmal anzufassen. Ich gehe nochmal zu Docker, ich gehe zu meinem Projekt Image und ich gehe hier zur Compose-Konfiguration. Und das erste, was ich mache, ist meine App zu updaten, weil das kann ich hier auch gleich in einem Schritt machen. Ich habe hier die V2.5.5 und die ändere ich zu 2.5.6, weil das die neueste Version ist. Also hier unten sehe ich 2.5.5, aber es gibt ja schon
eine neuere Version. Beziehungsweise ich könnte hier auch V2 eintragen, wenn mir das lieber ist. Aber jetzt habe ich hier 2.5.6 und hier trage ich auch 2.5.6 ein. Und das nächste, was ich mache, ist, ich brauche hier in Image ein zusätzliches Volume. Das heißt, ich füge hier ein mein Volume, das auf meinem Host sich irgendwo befindet. Und zwar habe ich hier Nextcloud, Moments, EMG. Diesen Ordner möchte ich auslesen. Das heißt, ich gehe hier auf Eigenschaften und kopiere mir den kompletten Pfad und füge ihn hier ein. Jetzt gebe ich einen Doppelpunkt und jetzt kann ich das Ganze mounten in meinen Docker-Container. Ich kann jetzt hier irgendeinen Pfad angeben. Ich gebe jetzt hier zum Beispiel an emt/media/Nextcloud. Und jetzt kann ich das Ganze auch noch mit Read-Only bereitstellen. Dann hat der Container keine Möglichkeit, in den Ordner irgendwas reinzuschreiben, sondern kann einfach nur die Dateien auslesen. Also ich versuche das jetzt mal so und ich drücke hier auf Neu bereitstellen. Jetzt drücke ich hier Bereitstellen und ich könnte hier auch den Haken setzen auf das neueste Image abrufen. Das ist nötig, falls ihr da einfach nur V2 eingegeben habt. Jetzt werden die neuen Images heruntergeladen und jetzt wurden die Container neu erstellt. Jetzt lade ich hier diese Seite neu. Die Verbindung ist fehlgeschlagen, das heißt, ich muss ein bisschen warten. Jetzt ist die Seite neu geladen. Ich sehe hier unten, die Version 2.5.6 läuft. Und jetzt füge ich hier einen neuen Ordner hinzu. Und zwar brauche ich hier den gleichen emt/media/Nextcloud. Also den ich angegeben habe. Ich drücke auf Hinzufügen. Das war jetzt erfolgreich. Und jetzt sehe ich hier bei externe Bibliotheken, dass in meiner externen Bibliothek sich kein einziges Bild befindet. Ich drücke jetzt hier mal auf Scan. Jetzt wird die Bibliothek gescannt. Und jetzt sehe ich hier, nachdem ich das neu geladen habe, es sind 18 Bilder da drin mit 40 Megabyte. Also das heißt jetzt New External Library. Kann ich das auch irgendwie umbenennen? Ja. Das nenne ich mal Nextcloud Bilder. Speichere das. Und jetzt habe ich hier auch meine Nextcloud Bilder, meine 18 Bilder hier eingebunden. Und das heißt, jetzt sehe ich hier auf einmal, es sind ein paar Katzenbilder mit dabei. Hier in den Einstellungen sehe ich auch, wie oft diese Bibliothek gescannt wird. Hier steht einmal täglich um Mitternacht. Ich kann das aber auch natürlich abändern auf irgendwas anderes oder auch auf deploy.de zum Cron Job Generator zu gehen und hier mir irgendwas anderes auszusuchen. Also zum Beispiel einmal monatlich oder einmal stündlich und so weiter. Und diesen Cron kann ich dann hier einfügen. Hier kann ich einstellen, wie oft eine Datenbank gesichert wird. Und ich will jetzt hier mal aus, dass die öfter gesichert werden soll. Das heißt, ich gebe jetzt hier mal ein jede Minute. Ich kopiere das Ganze, füge das hier ein. Das sollte man nicht machen, aber ich möchte einfach nur zeigen, was dann passiert. Also jetzt habe ich hier eingestellt, dass jede Minute eine Datenbanksicherung erstellt werden soll. Jetzt muss ich eine Minute warten. Und solange wir warten, kann ich auch so tun, als wäre ein Bild aus meiner Nextcloud gelöscht. Also hier sehe ich dieses Bild von der Katze im roten Handtuch und dieses Bild lösche ich jetzt. Und wenn ich das mir jetzt hier angucke, dann sehe ich, dass das Bild hier noch da ist. Wenn ich jetzt aber zu der Bibliothek gehe und das Ganze synchronisiere, also so tue, als wäre es jetzt Mitternacht, dann wird die Bibliothek neu gescannt. Ich lade die Seite neu. Es hat sich nichts verändert, obwohl ich ein Bild gelöscht habe. Ich drücke nochmal auf Scan. Hier habe ich eine Katze in einer Kiste. Das lösche ich jetzt auch mal. Und ich drücke hier nochmal auf Scan und lade die Seite neu. Ich gehe nochmal in den freigegebenen Ordner Docker Image. Unter Backups sehe ich jetzt meine ImageDB Backup. Also hier habe ich meine Datenbanken gesichert. Das Ganze kann ich jetzt wieder normal einstellen. Und inzwischen, wenn ich jetzt hier durch die Galerie gehe, sehe ich wieder die Katze in der Kiste, noch die Katze im Handtuch. Das heißt, die Bilder sind jetzt hier verschwunden, aber sie werden mir nicht in meiner
externen Bibliothek richtig aktualisiert. Warum auch immer. Jedenfalls müsst ihr natürlich darauf achten, die externen Bilder werden nicht reinkopiert, sondern die bleiben dort, wo sie sind und verschwenden keinen doppelten Speicherplatz, hat aber auch den Nachteil, wenn ihr sie löscht, dann verschwinden sie auch aus Image. Was wir jetzt auch machen können, ist versuchen, die Speichervorlagen zu aktivieren. Ich drücke jetzt hier Speichervorlagen Engine aktivieren und jetzt kann ich auswählen, wie ich das Ganze haben möchte. Also hier habe ich verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel einen Ordner für Jahr, einen Ordner für Monat und dann die einzelnen Bilder oder gleich einen Ordner für den kompletten Tag und da drin die Bilder. Hier muss man halt auswählen, was für einen besser passt. Ich nehme mal jetzt hier das hier und speichere das Ganze. Und damit das Ganze auch eingesetzt wird, gehe ich in die Auftragswarteschlange und gehe ich hier unten zur Migration von Speichervorlagen an und drücke hier auf Starten. Und jetzt ist irgendwas passiert. Und hier sehe ich jetzt meine Library und in der Library sehe ich hier den Admin und dann sehe ich die verschiedenen Jahre, also zum Beispiel 2024, die verschiedenen Monate und dann die Videos, die Bilder und Videos, die zu dieser Zeit erstellt wurden. Also so kann ich dafür sorgen, dass die Bilder und Videos in dem Format bei mir abgelegt werden, in dem ich sie gerne hätte. Falls man das aber nicht braucht, sollte man das auch nicht aktivieren. Ich drücke jetzt hier nochmal auf externe Bibliotheken erneut scannen. Trotzdem werden mir hier 18 Fotos angezeigt. Also ich weiß nicht, woran das liegt, dass hier die falsche Zahl angezeigt wird, aber es werden tatsächlich nur 16 Bilder geladen. Das war es eigentlich auch schon. Wir haben jetzt Image zum Laufen gebracht. Wir haben eine externe Bibliothek eingebunden. Wir haben ein paar Einstellungen vorgenommen. Wir haben hier Backups für Datenbanken erstellt. Und jetzt muss natürlich dieser ganze Ordner hier auch noch gesichert werden. Und was wir hier dafür machen können, ist zum Beispiel die Anwendung Cloud Drives benutzen. Und mit Cloud Drives könnten wir unsere Bilder bei Google Drive oder Microsoft OneDrive speichern. Aber dann sind wir wieder am Ausgangspunkt angelangt. Also dann sind unsere Bilder wieder bei Google. Was wir halt auch machen können, ist hier Synchron Backup einzusetzen und das Ganze irgendwo zu sichern. Also ich kann hier ein Backup erstellen und sagen, dieses UGreenNAS soll gesichert werden. Und hier kann ich dann auswählen, wohin das Ganze gesichert wird. Also entweder über rsync oder WebDAV. Und ich gehe mal jetzt hier zu Hetzner und logge mich hier in meine Konsole ein. Mit dem Affiliate-Link aus meiner Beschreibung erhaltet ihr ein 20 € Startguthaben als Neukunde. Ich gehe hier bei Hetzner auf Server erstellen. Ich gehe zu Storage Boxes und ich möchte hier eine Storage Box erstellen. Ich wähle aus, dass sie sich in Deutschland befinden soll. Ich wähle hier die kleinste Storage Box, 1 Terabyte für 3,81 im Monat und hier läuft der Zugriff über SSH. Ich kann aber auch ein Passwort eingeben. Hier gebe ich jetzt irgendein Passwort ein und drücke auf kostenpflichtig erstellen. Und die Storage Box wird jetzt erstellt. Sie wurde erstellt. Jetzt ist für mich die Frage, wie erreiche ich sie? Hier sehe ich die Serveradresse. Die gebe ich hier ein. Den Port lasse ich mal so, wie er ist. Den Benutzernamen kopiere ich hier auch raus und füge ihn hier ein. Und ich muss auch noch ein Passwort hier eintragen, das ich gerade angegeben habe. Jetzt drücke ich mal hier auf Bestätigen. Die Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Ich gehe mal auf verschlüsselte Verbindung und drücke ich hier auf Bestätigen. Auch hier konnte die Verbindung nicht hergestellt werden. Also, okay. Achso, ich brauche hier natürlich die äußere Erreichbarkeit, damit ich die Storage Box auch von außen erreichen kann, weil mein UGreenNAS befindet sich nicht bei Hetzner. Ich drücke mal auf Einstellungen speichern. Jetzt ist die äußere Erreichbarkeit aktiviert. Jetzt versuche ich das nochmal. Hier, ich bestätige das Ganze
Und jetzt lädt das Ganze hier und es lädt immer noch. Die Verbindung kann nicht hergestellt werden. Okay, warum? Weiß man nicht. Ich versuche es nochmal, drücke auf Bestätigen und warte jetzt nochmal. Jetzt frage ich mich gerade, hat eine Storage Box überhaupt Rsync? Für Rsync muss anscheinend SSH aktiviert werden. Das heißt, hier kriege ich wieder einen Fehler. Und ich drücke jetzt hier mal auf SSH-Support und aktiviere den SSH-Support. Und drücke auf Einstellungen speichern. Jetzt dauert das Ganze wieder ein bisschen. Aber natürlich müsst ihr hier auch nicht Hetzner benutzen, sondern es gibt genug andere Anbieter. Und was noch besser wäre, wenn ihr irgendwo anders einen Server habt, der sich bei Freunden oder Familie befindet und ihr einfach ein Rsync zu diesem Server macht. Ich wähle jetzt hier den Port 23 aus, drücke auf Bestätigen und warte wieder. Die Verbindung kann nicht hergestellt werden. Ich drücke hier auf verschlüsselte Übertragung ein. Der Port ist 23. Und jetzt versuche ich das Ganze nochmal. Diesmal hat es geklappt. Und was ich sichern möchte, ist hier im freigegebenen Ordner der Ordner Image und zwar der Ordner Data. Und hier habe ich im Remote-Pfad keinen Ordner, also kann ich hier nichts auswählen. Was ist das für ein Blödsinn? Also geht es hier an dieser Stelle nicht weiter, weil ich keinen Remote-Pfad wählen kann? Kann ich hier nicht irgendwas eintippen? Nö. Das funktioniert also auch nicht. Ich gehe zurück. Ich gehe wieder einen Schritt weiter. Okay, ich erstelle jetzt hier einen Sub-Account. Wähle ich hier aus SSH erlauben und externe Erreichbarkeit. Ich erstelle den neuen Ordner namens deployen-image und hier erstelle ich den Ordner Image, damit ich einen Unterordner habe. Nicht, dass der mir wieder sagt, das würde nicht gehen. Jetzt gebe ich hier ein Passwort ein. Jetzt drücke ich hier auf Sub-Account erstellen und jetzt kriege ich einen neuen Benutzernamen. Ich erstelle hier eine neue Verbindung zu dem Port 23 mit meinem neuen Benutzernamen, mit meinem neuen Passwort und mit der Serveradresse. Jetzt drücke ich auf Stammverzeichnis. Ich drücke mal auf Bestätigen. Das wird wahrscheinlich wieder nicht klappen. Aha, diesmal ist falsches Passwort. Ich drücke auf Bestätigen. Okay, ich wähle jetzt wieder Heimverzeichnis aus. Ich drücke auf Bestätigen. Jetzt wähle ich wieder aus, dass Image gesichert werden soll. Aber nicht der gesamte Ordner, sondern nur der Data-Ordner. Jetzt bei der Zielfeld-Sicherung sehe ich immer noch keine Ordner. Wer hat sich denn den Scheiß ausgedacht? Also ganz ehrlich, wer hat hier das hier programmiert? Ich gehe nochmal auf dieses NAS sichern. Jetzt gehe ich nochmal auf die eigentliche Verbindung. Ich drücke auf Bestätigen, gehe zum Ordner Image Data und beim Ziel der Sicherung sehe ich jetzt zumindest den Ordner. Also nachdem ich einen sinnlosen Sub-Account erstellt habe, kann ich jetzt hier auch einen Ordner auswählen und vorher ging das nicht. Jetzt wähle ich hier den Image-Ordner aus, ich drücke auf Bestätigen und jetzt drücke ich auf Weiter. Jetzt kann ich auswählen, wie oft das Ganze passieren soll, täglich um 10 Uhr zum Beispiel. Und ich möchte eine Sicherung sofort nach Erstellung haben. Ich bestätige das Ganze und jetzt wird hier der Ordner gesichert. Das heißt, ich sehe jetzt hier 0%. Jetzt sind 7% fertig. Und jetzt müsste ich hier sehen, dass der Speicher gefüllt wird. Aber bisher sehe ich hier gar nichts. Hier sehe ich jetzt 21% sind gesichert. Also mal gucken, was gleich da ist, wenn es bei 100% liegt. Was ihr auf jeden Fall mitnehmen müsst, ist, wenn ihr das hier benutzt, müsst ihr für Ugreen erst einmal einen Sub-Account erstellen, damit ihr einen Ordner erstellen könnt. Und erst danach könnt ihr da was reinladen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das Ganze jetzt hier wieder löschen kann, weil wenn ich das lösche, weiß ich nicht, ob hier der Ordner wieder gelöscht wird. Jetzt sind hier 37% fertig. Also das dauert hier ein bisschen, bis das Ganze durchgelaufen ist. Falls euch der Speicher nicht ausreichen sollte, müsst ihr dann upgraden, wobei ich die Preise hier auch nicht sonderlich günstig finde. Also hier
kann man 20 Terabyte für 48 Euro holen. Also wie gesagt, besser ist, ihr habt einen Server, der woanders steht. Oder ihr habt ein zweites NAS, was sich auch bei euch zu Hause befindet. Am besten wäre aber eine Sicherung, die wirklich extern ist. So, jetzt bin ich bei 100% und jetzt steht hier Erfolg. Und jetzt kann ich mir auch hier eine Versionsliste vielleicht angucken. Ja, hier sehe ich dann das Erstellungsdatum. Also hier unter Wiederherstellen könnte ich das Ganze auch wieder zurückherstellen. Ich müsste hier auswählen Sicherungsaufgabe und könnte das dann zurückholen. Jedenfalls von der Idee her. Also wenn ich hier die Version auswähle, dann kann ich hier auswählen, was ich wiederherstellen möchte. Aber ich frage mich, warum ich nicht gefragt werde, wohin ich das Ganze wiederherstellen möchte. Also ehrlich gesagt, diese ganze App hier ist nicht ideal gelöst von Ugreen. Das bringt mir gar nichts, wenn ich es nicht wiederherstellen kann. Das heißt, was ich hier mache, ist jetzt einmal die Verbindung zu löschen, diese Verbindung zu löschen und jetzt hier in Docker mein Image-Projekt zu beenden. Jetzt ist das Image-Projekt beendet. Jetzt nehme ich hier den Ordner db und lösche ihn. Das heißt, ich habe keine Datenbank mehr. Und meinen Data-Ordner lösche ich auch. Das heißt, ich habe auch keinen Data-Ordner mehr. Jetzt erstelle ich einen neuen Ordner namens Data. Und ich erstelle keinen Ordner namens db, weil es dann wieder nicht klappen wird, sondern ich drücke jetzt auf Starten. Und das Projekt wurde wieder in Betrieb genommen. Das heißt, ich gehe jetzt wieder zu der Adresse, aber der Container ist noch nicht gestartet. Das heißt, ich muss ein bisschen warten. Jetzt sehe ich hier Willkommen bei Image. Ich erstelle mir wieder ein Account und ich registriere mich. Ich melde mich an. Ich bin wieder dabei. Ja, ist okay. Ist weiter, 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 fertig. Ich bin wieder in Image drin und ich habe jetzt hier ein komplett leeres Image. Also ich habe all meine Daten verloren, quasi. Jetzt möchte ich das Ganze aber wieder herstellen. Was ich dazu mache, ist, ich gehe jetzt hier wieder zu Sync und Backup. Ich drücke auf Sichern und Wiederherstellen. Ich drücke hier auf Backup erstellen und ich drücke jetzt hier auf dieses Ugreen NAS sichern. Weiter. Jetzt gebe ich hier wieder die Adresse ein. Ich drücke auf verschlüsselte Übertragung. Gebe hier den Port 23 ein. Gebe hier den Benutzernamen ein. Gebe hier mein Passwort ein. Und drücke auf Bestätigen. Jetzt drücke ich hier auf Image bzw. auf Data und gehe auf Ziel der Sicherung wieder in den gleichen Ordner. Und ich drücke auf Weiter und ich brauche keine Sicherung sofort nach der Erstellung. Ich drücke auf Bestätigen. Jetzt ist hier diese Aufgabe wieder zurück. Jetzt drücke ich mal auf Wiederherstellen. Ich drücke auf Sicherungsaufgabe und hier wähle ich diese Sicherungsaufgabe aus, die ich gerade neu erstellt habe. Als Sicherungsziel sind keine Versionsdateien vorhanden. Ich will hier gerne diese Sicherungsaufgabe zurück, die ich erstellt habe. Wie kriege ich sie wieder zurück? Wiederherstellen, Sicherungsdatei. Ich gehe mal hier auf Async. Ich will hier diese vorhandene Verbindung. Ich drücke auf Bestätigen. Drücke ich hier auf Deploy an Image. Und ich möchte hier diese Sicherungsaufgabe gerne haben. Jetzt drücke ich weiter. Jetzt wähle ich hier die Sicherung aus, die ich erstellt habe. Jetzt wähle ich hier den Data-Ordner aus. Ich habe fälschlicherweise hier auf den Pfeil gedrückt. Also ich wähle den Data-Ordner aus, drücke fertig und wähle aus, wohin das Ganze wiederhergestellt werden soll. Also hier in den Data-Ordner. Und drücke jetzt mal Bestätigen. Und jetzt wird hier eine Wiederherstellung durchgeführt. 5% sind abgeschlossen, 7% sind abgeschlossen. Und solange die Wiederherstellung durchgeführt wird, bringt es auch nichts, den Container hier zu starten. Also eigentlich hätte ich ihn gar nicht starten brauchen, sondern ich drücke mal hier auf Beenden. Nicht, dass der Container irgendwas überschreibt, was jetzt hier aus der Sicherung wieder zurückkommt. 32% sind abgeschlossen, 34%. Also wenn man wirklich viele Bilder hat und nicht nur 1 Gigabyte, so wie ich jetzt, dann kann dieser Vorgang auch ziemlich lange dauern. Insgesamt frage ich mich, ob diese Aufgabe hier die schnellste Möglichkeit bietet.
oder ob es doch nicht besser ist, über Duplicati das Ganze zu machen. Mit Duplicati habt ihr auch die Möglichkeit, eure Bilder verschlüsselt zu Google Drive oder OneDrive zu speichern. Also guckt euch dazu mein anderes Video an. Aber ich warte jetzt hier noch, um zu gucken, ob die Wiederherstellung im Ernstfall klappt. Und das solltet ihr definitiv auch machen. Egal was für ein Backup ihr erstellt, ihr müsst ab und zu mal testen, funktioniert euer Backup wirklich oder funktioniert es nur in der Theorie. Ich sehe jetzt hier, dass im Ordner Data sich der Ordner Volume 1 befindet mit dem Ordner Docker Image Data. Ich gehe mal in die Library. Ich habe das ja verschoben. Jetzt gehe ich hier hin und hier sehe ich auch nichts. Nee. Hier sehe ich aber schon, ein Bild ist wieder zurück aus 2024 April. Da sehe ich hier ein halbes Bild. Das ist natürlich nicht so gut, wenn nur halbe Bilder gesichert werden. Hier sehe ich einen ganzen Vogel und hier sehe ich immer noch ein halbes Bild. Hier sehe ich ein ganzes Bild. Also im schlimmsten Fall hätte ich zumindest die meisten meiner Bilder wieder. Wobei ich mich hier frage, warum ich hier einen grünen Balken in meinem Bild habe. Videos habe ich auch noch keine zurückbekommen, doch hier sehe ich ein Video. Also ein Bild ist schon mal nur irgendwie zur Hälfte wiederhergestellt worden. Das ist natürlich schlecht. So, jetzt ist dieses Backup hier fertig und es ist natürlich im falschen Ordner gelandet. Also nehme ich hier diese Ordner und schneide sie aus und füge sie hier ein. Und zwar einfügen und überschreiben. Jetzt ist das hier leer. Das heißt, ich kann diesen Ordner hier löschen und habe jetzt hier in meiner gewohnten Oberfläche, also hier jetzt in der Library, habe ich meine Bilder. So, was ich jetzt mache, ist, ich habe das Ganze jetzt wieder hergestellt. Jetzt starte ich wieder mein Projekt. Und jetzt gehe ich hier wieder zu Image und lade die Seite neu. Ich muss ein bisschen warten. So, jetzt ist es wieder gestartet. Und jetzt ist es so, ich habe hier keine Bilder drin. Was ich mache ist, ich gehe zur Verwaltung und ich gehe zur Wartung und ich möchte ein Daten-Backup wiederherstellen. Oder hier wähle ich einfach den letzten aus und ich drücke hier auf Wiederherstellen und ich drücke auf Wiederherstellen. Jetzt wird das Ganze wiederhergestellt, der Server wird neu gestartet, die Datenbank wird hergestellt. Mal gucken, was jetzt passiert. Und es lädt und auch hier wird es natürlich sehr lange dauern, falls ihr eine Riesenbibliothek habt. Und ich melde mich hier wieder an und ich gehe zu Image und ich sehe, meine Bilder sind zurück. Jetzt frage ich mich, wo ist dieses Bild, was nur zur Hälfte wiederhergestellt wurde? Das ist hier. Und diesmal ist es doch wieder vollständig. Also wurde es nur irgendwie falsch angezeigt. Jedenfalls sind alle meine Bilder wieder da und damit habe ich für mich festgestellt, dass mein Backup hier in diesem Fall funktioniert. Und wie gesagt, ich finde es wichtig zu testen. Ansonsten sind eure Bilder weg und ihr merkt erst zu diesem Zeitpunkt, dass euer Backup nicht funktioniert. Ich glaube, Image ist eine sehr gute App, die auch gut mit Ugreen funktioniert. Damit habt ihr am Ende die volle Kontrolle über eure Daten. Wenn euch dieses Tutorial geholfen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das Video liked und den Kanal abonniert. Falls es noch irgendwo hängt, schreibt gerne in die Kommentare, ich versuche zu helfen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, viel Erfolg beim Einrichten und bis zum nächsten Mal. Free.